Ja, herzlich willkommen aus dem Showroom der IC GmbH hier in Hamburg. Mein Name ist Christian, ich arbeite bei IC im Vertrieb und möchte Ihnen heute eine Lösung vorstellen für die 100% Kontrolle von Faltschachteln. Und zwar haben wir hier eine Kombination aus unserem IC Proofrunner Karten Highlight UHD mit dem Prefeeder von unserem Partner Koman. Und wie Sie hier sehen können, ist es ein Modul, was man vor eine Faltschachtel-Klebemaschine stellen kann. Die würde dann in dem Falle sich hier anknüpfen, an der rechten Seite. Hier zu meiner Linken sehen Sie eben das Modul von Koman, was unterschiedliche Applikationen verbaut hat, unter anderem die Kamera von uns. Die befindet sich hier in dem Bereich. Hier vorne ist der Anleger des Prefeeders, welcher eben von der Faltschachtel-Klebemaschine entnommen wird. Und dann werden die Faltschachteln vorne aufgelegt. Wir haben hier eine kleine Ausrichtestrecke für die Faltschachteln. Und dann werden die Faltschachteln via Vakuumband, das sehen wir hier, über unsere Kamera transportiert und dann die Übergabe hier an dieser Stelle an den Anleger der Faltschachtel-Klebemaschine. Das Ziel für die 100% Kontrolle von Faltschachteln ist, wie der Name schon sagt, die komplette Auflage zu kontrollieren hinsichtlich Kratzer, Butzen, Sortenuntermischungen, Farbabweichungen etc. Und mit unserer neuen Kameratechnologie, den IC Proofrunner Karten Highlight UHD, haben wir ein neues Beleuchtungskonzept, was eben darauf dient, dass man auch Märkte bedient, die hochveredelte Faltschachteln produzieren, herstellen. Das heißt mit Keilfolie, Heißfolie in Verbindung mit Prägung, als auch Hologramme, die als Sicherheitsfeatures abgebildet sind auf den Faltschachteln. Wir verwenden hier in dem Falle und auch im Markt eine 8K Farbzeilenkamera. Man kann auch wählen auf 4K. In dem Fall ist es eine 8K Farbkamera, die uns erlaubt, tatsächlich bis zu 400-500 Meter zu fahren die Minute. In dem Falle sind wir auch reglementiert an die Infrastruktur, in dem Falle an den Prefeeder. Der bewegt sich bei 300 Meter die Minute, also auch schon eine recht ansprechend hohe Geschwindigkeit. Und es ist dann eben so, weil die Frage auch immer aus dem Markt kommt, was passiert mit fehlerhaften Faltschachteln, Sortenuntermischung, Kratzer, Butzen, wie erwähnt. Wir haben die Möglichkeiten durch die Verbindung durch Ihr Tracking-System, sei es HHS oder Leary, ein Signal zu geben an den Auswerfer der Faltschachtel-Klebemaschine, sodass in der Faltschachtel-Klebemaschine die defekten, fehlerhaften Faltschachteln aussortiert werden und Sie am Ende des Tages 100% konformes Material haben, was dann zum Kunden geht. Was wir jetzt in den nächsten Minuten nochmal aufzeigen wollen, ist die Bedienbarkeit des Systems. Ein großer Mehrwert ist die einfache Jobeinrichtung, die wir auch gleich sehen werden. Darüber hinaus auch die Möglichkeit, das System über Optionen zu erweitern. Neben den integrierten PDF-Abgleich haben wir die Möglichkeiten auch Codes auf Lesbarkeit zu prüfen, also klassische 1D-Codes wie Letus-Codes, RN-Codes und 2D-Codes wie Datamatrix und QR können wir auf Lesbarkeit prüfen, können auch eine CSV-Datei schreiben, die Sie dann für Ihre Datenbank weiterverwenden können, ob Dubletten vorliegen, ob Codes nicht lesbar waren, ob die Zählreihenfolge richtig war. Und das zu dem Thema Codes. Dann können wir auch Farbe prüfen, beziehungsweise den Farbabstand. Das machen wir mit einer Delta-E-Messung, also einer relativen Farbabstandsmessung, sodass man Felder definieren kann auf den Faltschachteln, die zu prüfen sind. Und dann haben wir auch noch eine Möglichkeit, Definition von Prüfbereichen im PDF zu hinterlegen, dass Sie dann unterschiedliche Prüfschärfen haben auf dem PDF bzw. auf der Faltschachtel, um Texte schärfer zu prüfen als homogene Flächen oder auch Codes direkt auszulesen und Farbe zu messen. Jetzt wollen wir aber erstmal die einfache Bedienbarkeit aufzeigen. Dazu habe ich Carsten dabei aus unserem Service. Und was wir jetzt aufzeigen wollen, ich erkläre nochmal kurz die Benutzeroberfläche. Auf der linken oberen Seite haben wir die Möglichkeiten, die Auftrags- und Artikelnummer einzugeben. Und auf der rechten Seite sehen wir das Ablaufdiagramm, was uns eben genau aufzeigt, was die nächsten Schritte sind. Hier sehen wir jetzt die Auftragsdaten, die wir eingeben wollen, dann die Schachtel aufnehmen, den PDF-Abgleich. All das werden wir gleich durchspielen. Aber zuerst werden wir mal die Auftrags- und Artikelnummer jetzt von der Auftragstasche abscannen. Und dann haben wir eben Zugriff auf die IT-Infrastruktur, um dann die passenden PDFs für den PDF-Abgleich heranzuziehen. Das haben wir jetzt hier getan. Das PDF liegt uns vor. Wir nehmen erste Faltschachteln auf über unsere Kamera und diese vergleichen wir dann jetzt gleich mal gegen das PDF. Wir haben die Aufnahme in einer Faltschachtel
und prüfen diese jetzt, wie wir hier sehen können, mit dem geladenen PDF gegen die aufgenommene Fallschachtel. Und das wird jetzt hier durchgeführt, der PDF-Vergleich. Wir sehen jetzt hier an dem Bild, an der Benutzeroberfläche, dass die Fallschachtel keine Abweichung hat. Wenn Abweichungen gefunden werden, wird das natürlich visualisiert und der Bediener muss dann entscheiden, ist das ein relevanter Fehler, ja oder nein. In dem Fall ist es in Ordnung. Wir übernehmen jetzt diese Maske als neue Referenz und diese Fallschachtel ist jetzt quasi die Referenz für alle nachfolgenden Fallschachteln der 100% Kontrolle. Und somit starten wir jetzt die Inspektion und jetzt können wir eben auch sehen, in dem Falle, dass hier die Fallschachteln durchlaufen, dass erste Verdachtsstellen auch und Fehler aufgezeigt werden, die unser System detektiert und genau. Von der Benutzeroberfläche ist es eben so aufgebaut, dass wir oben rechts statistische Informationen haben, wie viele Fallschachteln sind schon durchgelaufen. Man kann auch die Auflage hinterlegen. Wenn ich jetzt eine Auflage von 10.000 Fallschachteln habe, werden die natürlich entsprechend auch dokumentiert. Ich sehe, wie viele waren gut, wie viele waren schlecht und habe dann auch immer den Vergleich zur Referenz. Und wir können uns jetzt mal die Bilder auch anschauen in der Galerie. Und wir sehen jetzt hier in der Galerie alle Abweichungen, die jetzt detektiert wurden im Vergleich zur Referenz. Das heißt eben hier die Farbschwankungen. Ich habe vorhin auch den abgerissenen Daumen gesehen von der Heißfolie, von der Heißfolienapplikation. Und das kann ich mir auch während der Prüfung anschauen in der Galerie. Und am Ende des Tages ist natürlich das Ziel, dass wir einen Report haben. Den können wir dann auch gleich mal aufzeigen, aber wir sehen jetzt hier mal klassische Flecken, die im Druckbild entstehen können, die wir natürlich auch finden und wir können hier auch mit unterschiedlichen Parametersätzen arbeiten, sprich Japan-Qualität, normale Qualität oder auch dann eben für veredelte Verpackung einen Parametersatz anlegen. Jetzt gehen wir mal in den Prüfreport hinüber und der ist dann wie folgt aufgebaut, dass wir eben im oberen Bereich sehen können, die Auftrags- und Artikelnummer, die wir eingangs abgescannt haben. Dann zoomen wir mal rein, dann sehen wir das mal etwas besser. Sehen hier die Auftrags- und Artikelnummer, dann wer hat geprüft, wann wurde geprüft, mit welchem Parametersatz wurde geprüft, was war auch das Ergebnis der Prüfung, also im Sinne, was gibt die Statistik her. Ich will nochmal kurz hochscrollen, Carsten. Da sehen wir eben den Ertrag, dann auch die fehlerhaften Nutzen und darunter die Prüfeinstellung, welche denn den Parametersatz inkludiert. Und auf der nächsten Seite sehen wir dann eben die, auf die nächste Seite gehen, genau, sehen wir eben hier die Maske, die wir angelegt haben, die Sie auch anlegen können, auch mit der Hilfe Ihrer Druckvorstufe, dass Sie eben nur innerhalb der Cutline, der Standskante prüfen und die nächste Seite zeigt dann eben die Referenz, die wir eben genutzt haben für alle nachfolgenden Fallschachteln, um hier die Druckbildkontrolle fortzuführen und dann die Gegenüberstellung der einzelnen Fehlerbilder. Welche Schachtel war hiervon betroffen, eben auch die Fehlerbilder, die wir dann weiter unten finden können, wie hier eben die Farbabweichung, den abgerissenen Daumen und all das wird eben im Prüfreport mit aufgeführt. Der ist, wie erwähnt, immer mit dabei bei uns und somit wäre die Prüfung dann an der Stelle abgeschlossen und ich kann dann einen neuen Prüfauftrag starten an der Fallschachtel-Klebemaschine. Genau. Das, was man eben zusammenfassend jetzt sagen kann, im Zusammenhang mit unserer 100%-Kontrolle, in dem Falle der 100%-Kontrolle vor der Fallschachtel-Klebemaschine mit unserem IC-Proof 100 Karten Highlight UHD und dem Prefeeder, das ist eben die Lösung, wie erwähnt, in der Weiterverarbeitung vor der Fallschachtel-Klebemaschine. Man hat auch die Möglichkeit, den Inspektionskopf von uns, also den Proof 100 Karten, auch als eine Endkontrolllösung, als Offline-Lösung eben zu nutzen, um dort dann einfach nur die Fallschachteln zu prüfen, ohne sie in die Fallschachtel-Klebemaschine zu bringen. Auch die Möglichkeit haben wir. Aber wie erwähnt, ist das Modul explizit jetzt der Prefeeder von Kuhlmann inklusive unserer Kamera vor nahezu jeder Fallschachtel-Klebemaschine integrierbar. Die Übergabe der Fallschachteln klappt ohne Probleme. Sie haben gesehen, dass das System auch modular aufgebaut ist mit verschiedenen Optionen. PDF-Vergleich hatte ich erwähnt, Codelesung, Farbabstandsmessung und Delta-E-Bereich, dann eben auch die Definition von Prüfbereichen direkt aus der Vorstufe heraus, die über Hybrid und ESCO schon auf dem PDF als extra Ebene definiert werden kann. Und dann kann man eben auch nochmal die Stärken unserer Lösungen hervorheben.
die da wären, dass wir bei allen Geschwindigkeiten, egal ob mit 50 Metern die Minute, 100, 300, 400 Metern die Minute, je nachdem, ob das die Maschine auch gewährleistet, immer die gleiche Auflösung haben. Das heißt, wir finden auch immer dieselben Fehler und auch kleine Fehlergrößen, die im pharmazeutischen Kontext gefragt sind. Wir verwenden auch Standardrechner, also keine Industrierechner. Das heißt, Standard-Dell-PCs haben wir bei uns im Hause, sodass bei einem, ich sage jetzt mal, Windows-Change von Windows 7 auf Windows 10 da eben normale Kosten abgerufen werden und keine fünfstelligen Kosten wie bei Industrierechnern, die im Markt auch gerne verwendet werden. Wir können unterschiedliche Parametersätze anlegen von unterschiedlichen Prüfschärfen, die wir hinterlegen, und Sie haben auch immer einen Prüfreport dabei, wie erwähnt, den Sie nicht extra erwerben müssen. Und auch was darüber hinaus immer wichtig ist, ist die Betreuung nach dem Verkauf, also nach Ihrem Kauf quasi. Wir schulen und installieren das System bei Ihnen in der Regel über 3 Tage, Pi mal Daumen, und darüber hinaus haben Sie dann auch einen After-Sales-Service durch unseren Service, den wir hier in Hamburg haben, der auch stetig wächst, um dann eben auch Erreichbarkeit und Response-Zeiten zu gewährleisten. Genau, das soll es mal zusammenfassend gewesen sein. Hier bei uns aus dem Showroom in Hamburg von IC. Sie haben die Möglichkeiten, uns auch zu besuchen mit Ihren Fallschachteln, wenn Sie diese hier auch über diese Lösung transportieren und prüfen wollen. Wir haben natürlich auch unsere bekannten scannerbasierten Lösungen, die IC Profiler-Lösung für die Stichproben oder in Prozesskontrolle und darüber hinaus auch den Profiler Graphic für die Druckvorstufe, und sind jederzeit eingeladen, uns mit Mustern, Druckbogen, Fallschachteln und sonst dergleichen zu besuchen. All das, was in dem Bereich von Relevanz ist. Und wir würden uns über eine Kontaktaufnahme freuen. Gerne über die Homepage, telefonisch, via Mail, alles ist möglich. Und ja, wir hoffen, Sie bald hier in unseren heiligen Hallen des Showrooms begrüßen zu dürfen und würden uns darüber sehr freuen. Von daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bis hoffentlich ganz bald. Dankeschön.